Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen uns Afrika aus der Nähe anschauen, genauer gesagt Ostafrika. Wir haben Ihnen einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Ich stehe hier sozusagen vor dem Viktoriasee in Bukoba, Tansania. Ein herrlicher Anblick, nicht wahr? Bukoba liegt im Nordwesten von Tansania, nicht weit von der Grenze zu Uganda. Doch wie sieht das Leben der Menschen an den Ufern des Sees aus? Normalerweise dringt aus den afrikanischen Ländern nur wenig bis zu uns durch. Und wenn, dann sind es meist Nachrichten über Katastrophen, über Dürre, Bürgerkriege oder Krankheiten wie AIDS. Aber von den Bedürfnissen, den täglichen Sorgen und dem Leben der Menschen in den Familien wissen wir wenig. Unser Kamerateam war in Uganda und im Nachbarland Tansania, um mit den Menschen dort Alltag zu erleben. Wie zum Beispiel bei Familie Kilima in Tansania. Es ist 8:30 am Morgen. Gottfried Kilima schafft Ordnung im Bananenhain. Die alten Stauden, die dieses Jahr getragen haben, macht der 49-Jährige aus. Ihre Ableger pflanzt er neu ein. Die Pflege des Hains ist Aufgabe aller Familienmitglieder. Auch die 6-jährige Adolfina hilft, genauso wie ihre Mutter Leocordia. Koch- und Süßbananen sind für die Menschen in Uganda und Tansania ein wichtiges Lebensmittel. Sie schmecken gut und sind nährstoffreich. Der arbeitsreiche Tag folgt dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang hier am Äquator. Von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends sind die Menschen auf den Beinen. 85% der Familien leben von der Landwirtschaft. Fast jeder besitzt ein kleines Stück Land. Große Plantagenbesitzer, auf deren Feldern, wie in Lateinamerika, Tagelöhner für wenig Geld arbeiten, sind hier die Ausnahme. Unter den großen Bananenstauden hat Gottfried Kilima Kaffeesträucher gepflanzt. Sonst verbirgt sich unter dem Mulch nur noch Cassava. Die sehr stärkehaltige Knolle gehört ebenfalls zum Standardgericht in den Familien. Das Steinhaus bietet den Kilimas Schutz vor Regen und Kälte. Doch fast alles geschieht außerhalb der 4 Wände. Ohne Strom und ausreichend Licht ist das Haus nur ein Schutzraum, mehr nicht. Das Essen bereitet Leocordia wie immer auf dem Boden zu. Tische und Stühle gibt es nicht. Die Rollen in einer ostafrikanischen Familie sind klar verteilt. Die Frauen kümmern sich um das Haus und die Erziehung der Kinder. Außerdem verwalten sie häufig das Geld, vorausgesetzt, die Männer halten sich an die gesellschaftlichen Normen. Die Männer sind für die schwere Arbeit auf dem Feld zuständig, sowie für das große Vieh. Cassava ist eine robuste Frucht. Im Gegensatz zu den anderen Grundnahrungsmitteln wie Bananen, Mais, Kartoffeln und Reis ist sie sehr anspruchslos. Große Hitze übersteht sie, im Boden geschützt, ohne Probleme. Und auch Feuchtigkeit bei der Lagerung lässt sie nicht wie die anderen Lebensmittel schlecht werden. Faulen kann die Cassava-Knolle fast nicht. Der riesige Viktoriasee, der zweitgrößte Süßwassersee der Erde, sorgt für ein eigenes Klima. In der feuchtwarmen Luft wächst viel Grün. Die üppige Vegetation scheint reichlich Nahrung zu bieten. Und dennoch, das Leben ist hart. Zu essen gibt es nur wenig. Abwechslung ist selten. Bei den Kilimas gibt es heute Fisch. Das ist etwas Besonderes. Die Mutter hat den 6-Pfünder auf dem Markt gekauft, der einmal die Woche stattfindet. Bei 30 Grad Hitze muss er schnell gegessen werden, bevor er schlecht wird. Ihn zu kühlen ist nicht möglich, auch hier fehlt der Strom. Adolfina holt das Wasser, das ihre beiden größeren Brüder aus dem 2 Kilometer entfernt liegenden Brunnen bereits geholt haben, bevor sie zur Schule gingen. Jedes der 3 größeren Kinder muss mindestens einmal täglich von dort Wasser holen, sonst reicht es nicht. Allein das Rind braucht 30 Liter des kostbaren Nass pro Tag. Die Feuerstelle ist ein dunkler Verschlag. Er soll Ratten und Meerkatzen,
die nachts nach Essensresten suchen, von dem Steinherd fernhalten. Nur mit dem brennenden Gras gelingt es Leocordia, den kleinen Bretterbau so aufzuhellen, dass die Kamera Bilder machen kann. Obwohl es sehr dunkel ist, sitzt bei ihr jeder Handgriff. Und wie selbstverständlich springt das Feuer vom Gras auf die größeren Hölzer über. Händewaschen ist ein wichtiges Ritual vor dem Essen. Das lernt auch die 2-jährige Jacinta, die den Morgen über auf dem Rücken ihrer Mutter geschlafen hat. Wie die meisten Familien produzieren die Quilimas nur für den eigenen Bedarf. Selten bringt ihnen eine Ernte so viel ein, dass sie den Überschuss verkaufen können. Zwei große Bananenblätter dienen der Familie als Unterlage für das Essen, das wegen des Besuchs des Kamerateams heute besonders reichhaltig ausgefallen ist. Der Fisch, dazu Cassava, gemischt mit einigen schmackhafteren Süßkartoffeln. Für Jacinta ist der Fisch eine wahre Delikatesse. Die Quilimas leiden keinen Hunger. Die kleine Landwirtschaft mit Bananen, einem Rind und einigen Enten ernährt die Familie ausreichend, wenn niemand krank wird oder die Natur ihren Dienst zur Mithilfe versagt, wie vor 3 Jahren. Damals hatte es in Tansania 8 Monate nicht geregnet und die Familie hatte, wie viele andere, kaum etwas zu essen. Die beiden ältesten Kinder können die Schule besuchen. Ihre Arbeitskraft ist am Morgen nicht notwendig. Das ist nicht in allen Familien so. Quilimas können teilen, sodass es für jeden reicht. Und so bekommen schließlich auch die Enten etwas vom Mittagessen ab, nachdem sie es lange und hartnäckig versucht haben. Wassermangel ist eines der größten Probleme in Afrika. Doch wie unser nächster Beitrag zeigt, ist es in Ostafrika nicht das Wasser an sich, das fehlt. Problematisch sind vielmehr die schlechte Wasserqualität und vor allem die weiten, oft kilometerlangen Wege, die die Menschen auf dem Land zurücklegen müssen, um zu Hause trinken, kochen oder abwaschen zu können. Neben den gesundheitlichen Gefahren verbindet sich mit der Wasserproblematik also auch der Zeitverlust. Schon deshalb müssen auch die Kinder mithelfen, Wasser zu holen. Gabriel Quilima schöpft aus dem Vollen. Die Wasserquelle ist gut gefüllt. Zu wenig Wasser haben die Familien nicht, die im Umkreis des kleinen Gewässers leben. Für den 9-jährigen Tansanier gehört das Wasserholen zum Alltag wie das Aufgehen der Sonne. Seine Familie braucht rund 70 Liter Wasser am Tag zum Trinken, Kochen und Abwaschen sowie für das Vieh. Wie seine Geschwister und die Kinder aus der Nachbarschaft geht er mindestens einmal am Tag zur Quelle. 6 Liter fasst sein Kanister, mit dem er sich von zu Hause aus aufmacht. Auch wenn das Wasser recht frisch ist, für den Verzehr kocht seine Mutter es immer ab. Denn fast 70% aller Flüsse, Teiche und Brunnen in Tansania enthalten gefährliche Bakterien. An der Quelle herrscht den ganzen Tag über reges Treiben. Selbst die Kleinsten leisten ihren Beitrag zur Wasserversorgung. Ob 2, 3 oder 5 Liter Gefäß, auch kleine Wasserrationen sind unentbehrlich. Die Quilimas haben Glück, dass ihre Wasserstelle so leicht zu erreichen ist. Viele Familien auf dem Land müssen deutlich längere Wege zurücklegen, um ihr tägliches Wasser zu bekommen. Es ist wie mit vielen Dingen des Lebens. Um sie nutzen zu können, müssen die Menschen viel Kraft und Zeit aufbringen. Wege von 2 oder 3 Stunden, um das Wasser in den typischen weißen oder gelben Kanistern ans Haus zu holen, sind keine Seltenheit. Ein Auto oder auch nur ein Fahrrad können sich die wenigsten leisten. Der Transport ist beinahe das größte Problem für eine schnellere Entwicklung des Landes. Wo ein Fahrrad schon selten ist, sind Autos nur den Reichen oder großen Unternehmen und Organisationen vorbehalten.
Doch auch starke Motoren nutzen auf den schlechten Straßen und in dem aufgeweichten Leben manchmal nichts. Angesichts der schwachen Wirtschaft und der enormen Schulden, die das Land zu tilgen hat, wird die Infrastruktur sich vorerst kaum verbessern. Großer Kraft- und Zeitaufwand prägen weiterhin den Alltag der Menschen. Haben Sie auch Lust auf ein warmes Essen? Oder ist Ihnen kalt? Kein Problem. Energie haben wir ja genug. Mit einem Handgriff stellen wir den Herd an oder bringen die Heizung auf Touren. Per Knopfdruck stehen uns Gas, Öl oder Strom zur Verfügung. In Ostafrika müssen die Menschen dagegen erst Holz sammeln, um ihr Essen zuzubereiten oder sich gegen die Kälte zu schützen. Der Brennstoff liegt aber nicht einfach vor der Haustür, sondern er muss von immer weiter hergeholt werden. Außerdem nimmt die Bevölkerung zu und mit ihr wächst der Bedarf an Holz. Wie sich die Menschen das Holz besorgen und was das für Konsequenzen hat, zeigt der folgende Beitrag. Fast malerisch wirken die weiten Felder der ugandischen Hochebene. Häufig ziehen Männer mit großen Baumstämmen auf den Schultern vorüber. Der Blick in die Landschaft verheißt Ruhe. Kleine Seen und der hohe Grasteppich signalisieren eine fruchtbare Gegend. Aber in den Weiten verbirgt sich die Gefahr der Erosion. Wo bald kaum noch Bäume stehen, wird der Boden in kurzer Zeit beinahe schutzlos Sonne, Wind und den heftigen Regenfällen ausgeliefert sein. Rechts und links der Straße von Kreboga nach Kampala arbeiten junge Männer in einem wilden Waldstück. Es ist wie an vielen Wegrändern entlang der Straßen Tansanias und Ugandas. Sie brauchen Bauholz und Brennholz. Ohne eine Auswahl zu treffen, schlagen sie Eukalyptusbäume und hacken die Äste ab, um glatte Stämme zu bekommen. Holz ist der wichtigste Rohstoff Ostafrikas. Ohne Holz können die meisten Menschen nicht kochen. Viele stünden ohne ein Dach über dem Kopf da. Und dennoch gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer zu spät kommt, der muss sich mit Reisig begnügen. Das Baumfällen ist schweißtreibende Arbeit. Motorsägen sind selten. Und die Männer müssen die schweren Stämme manchmal über Kilometer weit tragen. Schon das allein ist ein Grund, den nächstgelegenen Baum zu fällen. Die Folge solch wahllosen Abholzens ist weithin sichtbar. Der Wald verliert an Boden, die Savanne mit ihren Gräsern und wenigen Staudenarten macht sich breit. Tansania und Uganda verlieren jährlich mehr als 1% ihres Waldbestandes. Wo Wurzeln und Blätterwerk den fruchtbaren Boden nicht mehr schützen, wird er durch Wind und starke Regenfälle abgetragen. Obwohl die Menschen dringend auf das Holz angewiesen sind, kümmern sich weder Einzelne noch die Behörden um eine gezielte Wiederaufforstung oder zumindest ein geregeltes Schlagen der Bäume. Die Natur bleibt sich selbst überlassen, so lange, bis sie wieder etwas Holz hervorbringt. Jede Generation scheint beim Umgang mit Holz den Weg der vorhergehenden zu beschreiten. Es wird gefällt, gesammelt und weggetragen, was sich gerade findet und was für den heutigen Tag notwendig ist. Morgen beginnt die Suche nach dem knapper werdenden Gut von Neuem. Effizienz spielt keine Rolle. Für die meisten Menschen kann sie keine Rolle spielen. Sie leben nur von der Hand in den Mund. Der traditionelle Lehmziegel ist ein Beispiel für den hohen und ineffizienten Umgang mit Holz. Um einigermaßen Schutz gegen die Hitze und vor allem das Wasser der Regenzeit zu bieten, muss der Lehm hart sein. Das heißt, er muss gebrannt werden. Den Baustoff gewinnen die Männer aus Lehmschichten knapp unter der Oberfläche. Das schwere Erdreich muss mit Wasser vermischt werden. Erst dann lässt es sich leicht in Form bringen. Doch das Wasser muss auch wieder weichen. Und selbst die Sonne kann dabei nur einige Tage Vorarbeit leisten, dann ist auch sie zu schwach. Um die Lehmziegel zum beständigen Baustoff für die Hütten zu machen, brauchen sie 1000 Grad Dauerhitze. Nachdem die Ziegel an der Sonne vorgetrocknet sind, werden sie zu einem großen Steinball aufgeschichtet.
danach mit Lehm beschmiert und mit Reisig abgedeckt. Der Ziegelhaufen wird zum eigenen Ofen. 1,5 Tage brennt ein solcher Ziegelkoloss, gefüttert mit unzähligen Ästen, Stämmen und Reisig. 2 Tage später noch qualmt die Brennerei weithin sichtbar. Gut eine Woche dauert diese Ziegelproduktion. Für die Ziegel des nächsten Hauses werden die Männer einen neuen Ofen bauen und Holz verbrennen, das sie wieder wahllos geschlagen haben. So ist der Kollaps vorprogrammiert, wenn der Baumbestand nicht sehr bald stärker geschützt wird. Ostafrikas Rohstoff Nummer 1 verbrennt. Eine Impfung gegen Malaria empfiehlt der Arzt beinahe jedem Afrika-Besucher. Denn der Stich der Tsetse-Fliege, die den gefährlichen Krankheitserreger überträgt, kann tödliche Folgen haben. Besonders in armen Ländern wie den ostafrikanischen bestehen kaum Chancen, Malaria schnell in den Griff zu bekommen. Doch nicht nur Malaria macht den Menschen dort zu schaffen. Auch Durchfallerkrankungen und AIDS gehören zu den verbreitetsten Krankheiten. Wir haben eins der besseren Krankenhäuser auf dem Land besucht. Vor dem Mugana-Hospital in Tansania warten Männer auf ihre Frauen und Kinder. Viel Geduld müssen sie nicht aufbringen, denn in dem erst vor einigen Jahren renovierten Haus arbeitet ausreichend und geschultes Personal. Italienische Ordensschwestern, die vor 40 Jahren hierher kamen, leiten das Haus. Es gehört zu den besseren der Gegend. Im Gegensatz zu vielen öffentlichen Krankenhäusern gibt es genügend Betten. Tansania ist eines der 40 am höchsten verschuldeten armen Länder der Erde. Das spüren die Menschen besonders in den Krankenhäusern. Auf dem Land arbeiten kaum ausgebildete Ärzte. Für die Grundversorgung abseits der größeren Städte sind hier die sogenannten medizinischen Assistenten zuständig. Sie können einfache Krankheiten diagnostizieren und die entsprechenden Medikamente ausgeben. Doch vielerorts ist selbst diese Behandlung nur gegen Schmiergeld zu bekommen. Und die Versuchung für Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte ist groß, Medikamente nur unter dem Ladentisch zu verkaufen. In Krankenhäusern wie in Mugana geht es neben den häufigen Durchfallerkrankungen wegen des schlechten Wassers auch um die schwereren Fälle. AIDS ist eine der häufigsten Ursachen, warum Menschen hierher kommen. 30% der Bevölkerung sind von der Immunschwäche betroffen und die Zahl steigt. Doch die meisten Patienten sind jung. Kinder leiden am stärksten unter der schlechten Hygiene, der Mangelernährung und Malaria. In den vergangenen Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Tansania von über 50 Jahre auf 48 Jahre gesunken. Als Grund gilt die wieder steigende Kindersterblichkeit. Wer es schafft, die ersten 5 Jahre seines Lebens zu bestehen, so sagen die Menschen hier, der hat gute Chancen, alt zu werden. Auf dem Markt mit dem Verkäufer zu verhandeln, wirkt wohl auf die meisten von uns exotisch. Gefeilscht, so die verbreitete Meinung, wird auf den Märkten Vorderasiens oder Afrikas, mit viel Getöse und lautem Entsetzen über den angebotenen Preis oder den verlangten Betrag. Ein Markt ist demnach Tummelplatz für Menschen aller Altersstufen und für alle Waren, ob nützlich oder nicht, die man sich vorstellen kann. Die meisten Märkte in Uganda und Tansania sind kleine Handelspunkte für den alltäglichen Bedarf, aber nicht weniger spannend anzuschauen. Zweimal die Woche wird die Wiese neben der kleinen Ausfallstraße zum Tummelplatz unzähliger Händler, Käufer und Verkäufer von Männern und Frauen, Alten und Jungen. Es ist Markt. Auf den Tischen und ausgelegten Decken wird verkauft, was die Menschen aus der Umgebung produzieren. Stoffe und Kleider, Früchte, Gemüse, lebende oder geschlachtete Hühner und Fische aus dem nahegelegenen Viktoriasee. Wer hierher kommt und verkaufen möchte, hat zu Hause etwas mehr produzieren können, als es für den eigenen Bedarf nötig ist. Mandasi, eine in Öl gebackene Maismehlkugel, gehört zu den Besonderheiten, die sich einige am Markttag leisten. Außer Kleidern gibt es sonst wenige Angebote, die über den unmittelbaren Bedarf der Menschen hinausgehen.
Auch wenn vieles an den bunt gemischten Ständen improvisiert erscheint, geht es geordnet zu. Ostafrikaner sind ruhige Menschen. Laute Töne oder Geschrei sind ihnen fremd. So wirken die Menschen gelassen, wenngleich Käufer und Verkäufer, wie allgemein üblich, um jeden Preis feilschen. Die meisten Händler verdienen mit ihrem Angebot etwas nebenher. Auch das Kolpingwerk in Uganda unterstützt solche Einnahmequellen. Die Selbsthilfeorganisation vergibt Kleinkredite, damit ihre Mitglieder Kleinvieh züchten oder Früchte und Gemüse anpflanzen, wofür sie auf den Märkten einige Schilling bekommen. Auf den Märkten kaufen nicht nur Endverbraucher, sondern auch Zwischenhändler. Sie suchen Ware zu einem günstigen Preis oder etwas Spezielles. Haben sie ihr Lager gefüllt, versuchen sie die Waren auf den größeren Märkten oder in den Geschäften der Stadt weiterzuverkaufen. Für die kleinen Handwerker, die Schneider und Schuhmacher, die keinen eigenen Laden haben, ist der Markt der beste Weg, Arbeit zu finden. Der alte Schneider ist zufrieden mit dem heutigen Tag. Ein Kleiderhändler hat ihm zuvor einen Auftrag gegeben. Allerdings hat er nur knapp eine Stunde Zeit, das bestellte Kleid zu nähen. Die Anfeuerungsrufe vom Nachbarstand kann er also gut gebrauchen. In Uganda und Tansania leben derzeit fast 5000 Kolping-Mitglieder. Fast alle davon wohnen in Dörfern oder Kleinstädten. Der Sozialverband, der sich der Hilfe zur Selbsthilfe verschrieben hat, bietet gerade dort jungen Menschen eine Ausbildung an. Hauptsächlich geht es dabei um Handwerkerberufe. Ziel ist es, den Menschen einen sicheren Beruf und eine gute Perspektive zu ermöglichen. Denn nur von einer kleinen Landwirtschaft zu leben, ist schwierig. In Masindi, einem kleinen Ort in Uganda, haben die Mitglieder der dortigen Kolping-Gruppe, die Familie Kipwona, eine Ausbildungswerkstatt gegründet. Dort werden die jungen Menschen auf ihre Berufe vorbereitet. Es riecht nach frischem Holz in der Schreinerwerkstatt in Masindi. Junge Männer lernen, Stühle und Betten zu bauen. In 3 Jahren sollen die Auszubildenden ihr Handwerk so weit beherrschen, dass sie damit ein gutes Einkommen für sich und ihre Familien erzielen. Der Mangel an ausgebildeten Handwerkern ist groß. Die Chancen, mit Hammer, Meißel und Hobel Geld zu verdienen, gut. In kleinen Schritten hat die Kolpingsfamilie Kipwona begonnen, arbeitslosen Jugendlichen eine Ausbildung anzubieten. Zunächst gründete sie eine kleine Schreinerei. 2 Jahre später vergrößerte sie die Werkstatt mit der Hilfe des Internationalen Kolpingwerkes und erreichte die staatliche Anerkennung der Abschlüsse. Zurzeit bilden 2 Meister 22 junge Männer zu Schreinern aus. Die solide Arbeit hat der Werkstatt einen guten Ruf eingetragen. Längst bewerben sich auch Jugendliche aus weiter entfernten Dörfern um einen Ausbildungsplatz. Das Konzept der Handwerkerschule sieht vor, dass die Lehrlinge nicht nur für Trainingszwecke arbeiten, sondern ihre Produkte auch verkaufen. Dabei geht es nicht nur darum, den Unterhalt der Schule mitzutragen, sondern vor allem darum, dass die jungen Schreiner schon frühzeitig lernen, sich auf die Bedürfnisse der Kunden einzustellen. Der theoretische und praktische Unterricht umfasst neben Englisch und Mathematik hauptsächlich fachspezifisches Wissen um den Werkstoff, das Werkzeug und die Bearbeitungsverfahren. Mit der einfachen Ausstattung in Masindi ist es bisher nur möglich, Grundlagen für den Beruf solide zu lernen. Besonders gute Schüler werden zu anderen Ausbildungsstätten vermittelt, wo sie beispielsweise den Umgang mit elektrischem Gerät lernen. Die Jugendlichen werden den ganzen Tag in der Schule betreut. Sie können hier eine Kleinigkeit essen, sich mittags ausruhen oder spielen. Die Kolpingsfamilie will mehr tun, als die jungen Männer zu unterrichten. Sie will ihnen Geborgenheit vermitteln. Neben geselligen Treffen, Bildungsseminaren und Gebetsstunden hat die mittlerweile 70 Mitglieder zählende Gruppe einen Sportverein gegründet. All das wird nur mit einfachsten Mitteln betrieben, denn das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Gleich neben der Schreinerwerkstatt arbeiten angehende Maurer. Zwar werden die meisten Häuser immer noch aus Lehm gebaut, doch mehr und mehr besiedeln Steinhäuser die Landschaft. Dadurch bietet sich für junge Männer eine weitere Chance, von einem Beruf zu leben, der sie unabhängig von den Erträgen in der vom Wetter bestimmten Landwirtschaft macht. Die Nachfrage nach Handwerkern ist groß, Arbeitsmöglichkeiten gibt es genug
um alle Absolventen in den Beruf zu entlassen. Der Leiter der Schule, Paul Kato. Nach der Ausbildung werden die Lehrlinge entweder in Betrieben angestellt oder sie machen sich selbstständig. Wir brauchen derzeit in Uganda, weil sich das Land sehr schnell entwickelt, viele ausgebildete Handwerker. Als wir mit der Ausbildung begonnen haben, gab es nur sehr wenig Schreiner und Maurer. Unsere Absolventen sind gefragt. Viele von ihnen arbeiten in den angrenzenden Dörfern oder hier in Masindi. Daher sind unsere Schüler dankbar für die Ausbildung, die wir ihnen angeboten haben. Das Konzept von Masindi passt. Die Handwerkerausbildung leistet einen Beitrag zum Strukturwandel in den ländlichen Gebieten. Weg von der bäuerlichen Selbstversorgung hin zur Geldwirtschaft, in der Arbeitsteilung ein ausreichendes Einkommen für alle schaffen soll. Vieles wollen die Menschen noch verbessern. Einiges haben sie schon geschafft. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Sie noch auf einen weiteren Film zum Leben der Menschen in Ostafrika hinweisen. Der Titel: Zwischen Kind und Feld. Frauen in Ostafrika. Schauen Sie mal rein. Es lohnt sich. Auf Wiedersehen.